Ja, und wieder herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Videotalk. Und zwar diesmal geht es um das äußere Entstehen in Abhängigkeit, diese wechselseitige Abhängigkeit, auch Interdependenz genannt. Ein super Lernfeld für alle von uns, weil es so erhellend ist, wenn wir das auch vom Verstand her mal ganz durchdrungen haben, wie unsere Welt eigentlich entsteht, wie unser Körper entsteht, wie alles um uns herum entsteht und warum und wie es sich laufend verändert. Es ist auch so eine zentrale Lehre der buddhistischen Geistesschulung. In dieser wechselseitigen Abhängigkeit ist die Vergänglichkeit, also der Wandel mit drin, die prozesshafte Natur, die leere, nicht greifbare Natur aller Phänomene ist Ausdruck von diesem Erkennen, was durch die Interdependenz entsteht. Ursache und Wirkung, also auch karmische Prozesse, werden dadurch leichter verständlich. Das ist alles miteinander verwoben und eigentlich sind es verschiedene Aspekte desselben. Ich will mal ein einfaches Beispiel nehmen. Wir haben ein Buch in der Hand. Ne? Buch mit Blättern innen drin, Blatt Papier. Okay. Das abhängige Entstehen von diesem Blatt Papier, wenn wir da mal genauer reingehen, das wurde da reingeheftet, reingeklebt, reingebunden. Es wurde vorher aus einer Papiermasse gedruckt und dann geschnitten. Also Maschinen, Menschen waren im Einsatz. Davor war es aber mal also die Fasermasse Teil eines Baumes. Der Kleber kam woanders her, das Wasser woanders. Der Baum ist gewachsen, Sonne, Wind, Wasser, Erde, Wärme haben dazu beigetragen, dass dieser Baum wachsen konnte und. Also wenn wir das Verwobensein von einem einzigen Blatt Papier, dieses eine Blatt Papier ist verwoben mit all den Kräften, die zum Entstehen dieses Blattes Papier geführt haben. Also mit dem ganzen Baum, mit dessen Wurzel, mit dem Wetter, mit den Menschen, die dran vorbeigehen, die ihn irgendwann gefällt haben und daraus dann Papier gemacht haben, mit denen, die es verkauft haben, mit denen, die es jetzt aufnehmen, mit denen, die das Buch gemacht haben und so weiter. Wir können von diesem kleinen Punkt des Universums, was ein Blatt Papier ist, oder ihr dürft gerne auch einfach ein Blatt an einem Baum nehmen. Von da aus können wir wechselseitige Beziehungen herstellen zu allem anderen in der Welt. Denn alles bedingt sich durch die elementare Beschaffenheit. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier ein- und ausatme, dieser Atem teilt sich mit der Zimmerluft mit, teilt sich mit der Umgebungsluft mit, diese Umgebungsluft vermischt sich mit der Luft, die woanders geatmet wird, bis hin zur anderen Seite unseres Erdballs. Und genauso ist das mit dem Wasser. Was ich trinke und wieder ausscheide, vermischt sich mit dem Wasser, was dann in der Kläranlage gereinigt wird, was sich wieder mit den Flüssen vermischt, was sich mit den Ozeanen vermischt, was in die Wolken aufsteigt, was irgendwo in der Welt wieder runtergeregnet wird. Unglaubliche wechselseitige Beeinflussung. Gedanken. Jemand denkt hier etwas, spricht zu jemandem anders, der spricht weiter, verändert das. Ein ständiger Prozess, wie geistige Gestaltungen durch die Kommunikation sich andere mitteilen. Und wenn ihr das mal durchdenkt, so ist dieses Hemd durch viele Bedingungen entstanden. Es löst sich aber auch auf. Es wird nicht nur schmutzig, sondern mit der Zeit zerfällt es. Es wird Staub daraus. Vergänglichkeit ist Staub. Das ist eigentlich so. Selbst wenn wir nichts machen, entsteht Staub. Einfach durch die Zersetzungskräfte, die in dieser Welt
aktiv sind, weil alles in Bewegung ist. Die Molekularbewegung und die subatomaren Bewegungen führen dazu, dass Staub entsteht. Dass nichts so bleibt, wie es ist. Und die Bedingungen, die diese Prozesse auf der äußeren Ebene, was die scheinbar materiellen Gegenstände angeht, und innerlich, was die inneren Prozesse angeht, diese Prozesse, da sind ja ständig Bedingungen aktiv, sich verändernde Bedingungen. Manchmal wollen wir von Ursachen sprechen, aber es gibt nicht die eine Ursache zum Entstehen von einem Baum. Es gibt nur viele Bedingungen, die zusammenwachsen. Es gibt nicht eine Ursache für das, wie ich geworden bin, sondern viele Bedingungen, die dazu geführt haben, dass ich jetzt hier sitze und genau das sage. Und dass ihr dort sitzt und zuhört, unendlich viele Bedingungen. Und wenn wir jetzt auch noch hingehen und uns schauen, was die Bedingungen sind, die es braucht, damit unsere scheinbar stabile Welt einigermaßen stabil weitergeht. Da braucht es zum Beispiel, dass der Luftdruck stabil bleibt. Wir brauchen es, dass es nicht zu Erschütterungen kommt. Wir brauchen es, dass nicht die Temperatur zu hoch oder zu kalt wird. Also stellt euch einfach mal euer Zimmer vor, wenn es anfangen würde zu brennen oder wenn es unter einer Überflutung leidet oder die Schwerkraft wirkt und das Ganze zum Erschüttern bringt oder das Haus zusammenkracht. So viele Bedingungen und so kann man sagen, dass alles hier, wie zum Beispiel diese Brille, haben ja unglaublich viele Bedingungen dazu geführt, dass sie entstanden ist und jetzt gerade sind ganz viele Bedingungen dafür verantwortlich, dass die Brille intakt bleibt. Es braucht aber nur sehr wenig, es braucht nur ein bisschen falsch angewendete Kräfte, um sie zu deformieren, um sie zu zerstören, um sie aufzulösen. Und diese Erkenntnis, dass alles abhängig von Bedingungen entsteht und nicht für einen Moment bleibt, weil die Bedingungen sich ständig weiterentwickeln. Diese Erkenntnis ist unglaublich wichtig, um das Leben zu verstehen, sodass wir wissen, dass es gar nichts gibt, was wir exakt genauso wieder vorfinden, wie es mal war. Alles verändert sich subtil oder offenkundig durch sich verändernde Bedingungen. Und man nennt das auch die leere Natur aller äußeren und inneren Phänomene. Dass es nichts gibt, was diese Brille oder diesen Menschen für immer zu dem macht, was es zu sein scheint. Hier ist nichts Brilliges drin, was für immer Brille bleibt. Wenn wir das zermörsern, dann haben wir wieder Siliziumatome, wir haben Plastik wird zu Kohlenstoff und so weiter. Wir können das verbrennen, zerreiben und so weiter. Das Brillige ist ganz schnell vorbei. Das ist eine äußere Beschreibung für einen jetzt gerade angestrebten Zustand. Auch in mir als Person gibt es nichts, was für immer Thema bleibt. In einem Gedanken, den ich habe, gibt es nichts, was für immer dieser Gedanke bleibt. Eine Erinnerung bleibt nicht bestehen als die Erinnerung, sondern entwickelt sich weiter. Die Erinnerung von unserer Kindheit zum Beispiel geht durch ganz viele Veränderungsprozesse hindurch. Es gibt nirgendwo in unserem inneren Erleben und in der scheinbar äußeren Welt irgendetwas, was unabhängig von Bedingungen bleibt. Es gibt nichts, was einen unveränderlichen Wesenskern hat. Und das nennt man die leere, nicht fassbare, nicht festnagelbare Natur des Seins. Alles im Wandel, alles im Prozess,
in Gestaltung unter dem Einfluss von Bedingungen. Das zu erkennen führt schon dazu, dass unser Greifen nach dem vermeintlich Stabilen etwas nachlässt. Es führt zu einer hohen Wertschätzung dafür, dass diese Brille jetzt doch schon 2, 3 Jahre stabil geblieben ist. Das ist eine Wertschätzung für alles Stabile in unserer Welt. Ein Glück sind die Bedingungen so, dass es jetzt noch so nutzbar ist, wie ich es brauchen kann. Aber wer das gut versteht, der weiß, der Moment wird kommen, wo ich diese Brille entweder verliere, wo ich drauf trete, wo sich meine Augen verändern, wo sie mir nicht mehr dienlich ist. Das wissen wir mit unserem Auto, das wissen wir mit unseren Beziehungen. Der Moment wird kommen, wo die Bedingungen so weitergehen, dass der vertraute Zustand nicht mehr zu finden ist. Und damit vertraut zu sein, bereitet uns bestens darauf vor, dass Dinge sich auflösen, dass Beziehungen auseinandergehen, dass dieser Körper bald nicht mehr von diesem Geistesstrom bewohnt wird, dass dieser Körper wieder einfach Asche oder Erde wird und so weiter und so fort. Beim Kauf meines neuen Autos oder Fahrrades bin ich schon auf die ersten Kratzer vorbereitet. Wir sind vorbereitet und sind mit weniger Greifen unterwegs. Und wenn wir diese Prozesse auf der subtilsten Ebene weiterverfolgen, dann merken wir, dass auch das, was wir unser Ich nennen, ständig unter dem Einfluss von Erfahrungen, von Bedingungen, von Situationen sich weiterentwickelt, neue Gedanken auftauchen, eine neue Sicht der Dinge. Denkt einfach mal an eure politische Sicht, wie sich die im Laufe der Jahre entwickelt hat. Denkt an eure Erfahrung mit Menschen, wie sich eure Einschätzungen verändern. Denkt an all die geliebten Ideen, die ihr schon mal hattet, wie sich alles unter dem Einfluss von Bedingungen weiterentwickelt. Und dann merken wir, dass auch das Ich solch ein Entstehen in wechselseitiger Bedingtheit ist. Also Interdependenz. Das gilt also nicht nur fürs Äußere, sondern auch fürs Innere. Ich sitze hier geprägt durch so viele Eindrücke, geprägt durch so viele Interessen, durch so viele Neigungen, durch so viele andere Menschen, durch so viele äußere Situationen. Und als Ausdruck dessen spricht hier jemand. Und es wäre sehr sinnvoll, nicht zu meinen, dass dies eine absolute Stabilität hätte. Es hat nur eine relative Stabilität, solange die Bedingungen ungefähr gleich bleiben. Dadurch entsteht das Gefühl, ich kenne doch diese Person, ah ja, genau, das hat er uns schon damals erklärt und so weiter. Dann entsteht dieses Gefühl von Kontinuität. Also die Kontinuität oder Stabilität des Seins, die wird durch die Lehre der Interdependenz nicht in Frage gestellt, sondern Interdependenz weist darauf hin, dass in dem Stabilen viele Kräfte aktiv sind, die sich für den Moment, diese Bedingungen, die sich für den Moment noch nicht so drastisch ändern, dass es zu einer Diskontinuität führen würde, also zu einem Abbruch, dass etwas zerstört wird, etwas sich total auflöst, sondern solange die Bedingungen relativ gleich sind, fühlen wir, dass es eine Stabilität hat. Das ist richtig, weil es sind relativ stabile Bedingungen, die zwar in sich auch ständig sich dynamisch neu gestalten, aber zusammen führen sie dazu, dass ich in diesem Raum zum Beispiel jetzt 7 Jahre leben konnte und diese Bedingungen relativ stabil waren. Bald wird es nicht mehr der Fall sein. Und das ist so wie mit diesem Körper, das ist mit unserem Leben. Stabilität in der Dynamik. Dynamik in der Stabilität. Das ist so da, worum es eigentlich geht bei der wechselseitigen Abhängigkeit. Für die, die
übertrieben festhalten an vermeintlich Greifbarem, ist es ein Augenöffner zu merken, wie wenig greifbar die Dinge sind. Und für die, die jetzt Angst bekommen und denken, wow, alles nur Prozess, alles Dynamik und sich völlig verloren fühlen, für die gilt es dann darum herauszufinden, ja, was sind denn diese gestaltenden Kräfte und wie kann ich stabilisierend, gestaltend, mitgestaltend in diesem Leben unterwegs sein. Und da kann man einiges tun, um für längere Zeiten eine gewisse Vertrautheit, eine Gleichmäßigkeit mitzugestalten, sodass diese verwirrende Dynamik eines chaotischen Lebens nicht überhand nimmt. Und das nennt man dann geschicktes Gestalten. Ja, das sind die geschickten Mittel, mit denen wir denkend, redend, handelnd unserem Leben immer wieder eine Richtung geben. Diese Richtung wird bestimmt durch die innere Motivation, das, was unser Interesse, unsere inneren Neigungen sind. Und wenn die gleich bleiben, dann erleben wir in unserem Leben eine Kontinuität im Wandel. Und das wäre dann eigentlich fast schon wieder ein nächstes Thema, über Karma und Gestalten zu sprechen. Okay, ich danke euch. Das war also die Interdependenz, verwoben mit dem Entstehen, abhängig von vielen Bedingungen, Dynamik, Vergänglichkeit, nicht fassbare leere Natur des Seins und unser geschickter Umgang damit. Herzlichen Dank und einen guten Tag.